Hallo und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, über Konnektoren. Warum ist das so wichtig? Weil wir nur mit Konnektoren schöne und zusammenhängende Sätze bilden können. Also Konnektoren brauchen wir immer. Das ist wichtig auch für deine nächste Deutschprüfung. Aber auch im Alltag klingst du besser, wenn du Konnektoren benutzt. Wie immer habe ich alle Informationen aus diesem Video in einer großen PDF-Datei zusammengetragen. Lade sie dir am besten jetzt direkt herunter. So kannst du dir Notizen während des Videos machen und noch besser lernen. Klicke jetzt in der Infobox oder in dem angepinnten Kommentar auf den Link und lade dir die Datei gratis herunter. In der PDF-Datei findest du sogar noch Übungen, die dir helfen, dein Wissen zu testen. Du weißt bestimmt, dass es im Deutschen sehr viele Konnektoren gibt. Für die Mittelstufe habe ich sie für dich in 4 Gruppen eingeteilt. Gruppe 1, aber, denn, und, oder. Gruppe 2, deshalb, sonst, dann, danach. Gruppe 3, weil, wenn, das. Gruppe 4, zweiteilige Konnektoren. Einige Konnektoren habe ich dir schon in diesem Video erklärt. Schau es dir unbedingt auch an. Heute sprechen wir über die dritte Gruppe der Konnektoren auf der Mittelstufe. Weil, wenn und das. Mit dieser Gruppe kannst du einen Hauptsatz und einen Nebensatz verbinden. Weißt du noch, was das Besondere an einem Nebensatz ist? In einem Nebensatz steht das Verb am Ende. Das Verb steht am Ende des Satzes, so wie in Sätzen mit diesen Konnektoren, weil, wenn und das. Keine Angst, ich erkläre dir alles Schritt für Schritt an einfachen Beispielen. Denn komplizierte Grammatik verstehst du besser, wenn die Beispiele einfach sind und du dir die Situationen gut vorstellen kannst. Genauso mache ich es übrigens in allen meinen Intensivkursen. Alle meine Deutschkurse sind nach meiner interaktiv-kommunikativen Methode aufgebaut. Wir üben Deutsch mit ganz vielen einfachen Beispielen, so dass du die Sprache verstehst und verwenden kannst. Zuerst erkläre ich dir die komplizierte Grammatik in ausführlichen Videos mit ganz vielen Beispielen und danach kannst du in den Grammatikübungen ausprobieren, wie gut du dieses Thema schon verstanden hast. Jede Aufgabe wird automatisch kontrolliert und du bekommst sofort Feedback. Außerdem üben wir in jeder Lektion dein Sprechen. Die Links zu allen Intensivkursen findest du ebenfalls in der Infobox. Es geht los! Die Konnektoren weil, wenn und das lernst du im A2-Kurs kennen. Ich habe sie für dich wieder in eine Tabelle zusammengestellt, damit du die Position der Verben gut erkennen kannst. Hauptsatz, Nebensatz, Subjekt, Verb, Konnektor, Subjekt, Verb. Schauen wir uns die Tabelle an. Die Katze liegt in Ivanas Bett, weil sie es gern warm hat. Weil sie es gern warm hat. Der Hauptsatz steht am Anfang, der Nebensatz steht am Ende. Ivana ärgert sich, wenn die Katze in ihrem Bett liegt. Ivana ärgert sich, wenn. Wenn leitet den Nebensatz ein. Und das dritte Beispiel. Ivanas Katze weiß genau, dass sie nicht ins Bett darf. Ivanas Katze weiß genau, dass sie nicht ins Bett darf. Bei diesen Konnektoren kommt meistens zuerst ein Hauptsatz. Das Verb steht im Hauptsatz ganz normal an der Position 2. Dann kommt der Nebensatz. Er beginnt mit einem Konnektor, dann folgt das Subjekt und das Verb steht ganz am Ende. Zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz steht
immer ein Komma. Bitte vergiss das nicht. Es ist ein Fehler, wenn du da kein Komma schreibst. Lass uns die 3 Konnektoren genauer anschauen. Weil. Mit dem Konnektor weil beschreibst du den Grund. Weil, Grund. Warum, aus welchem Grund liegt die Katze in Ivanas Bett? Weil sie es gern warm hat. Weil sie es gern warm hat. Weil ist also ein Synonym für denn. Diesen Konnektor kennst du vielleicht schon aus meinem ersten Video. Du könntest also auch sagen, denn sie hat es gern warm. Achte hier unbedingt auf die Position der Verben, denn sonst sind deine Sätze falsch. Denn und weil sind 2 unterschiedliche Konnektoren und die Verben stehen an unterschiedlichen Positionen. Mit dem Konnektor wenn beschreibst du eine Bedingung, eine Kondition. Bedingung. Wenn. Wann ärgert sich Ivana? Unter welche Bedingung, unter welche Kondition, was muss passieren, dass Ivana sich ärgert? Ivana ärgert sich, wenn die Katze in ihrem Bett liegt. Unter dieser Bedingung. Du kannst auch sagen, wenn die Katze in Ivanas Bett liegt, dann ärgert sie sich. Hier beschreibst du zuerst eine Bedingung und dann die Folge. Bedingung plus Folge. Du kannst selbst entscheiden, ob du den Satz mit wenn anfängst oder ob du zuerst den Hauptsatz sagst. Und der 3. Konnektor, das. Der Konnektor das ist wie eine eierlegende Wollmilchsau. Der Konnektor das ist wie eine eierlegende Wollmilchsau. Was, fragst du dich? Ja, du hast richtig gehört. In der deutschen Sprache gibt es eine Sau, also ein weibliches Schwein, das Milch und Wolle gibt und noch dazu Eier legt. Natürlich gibt es dieses Tier nicht, aber man bezeichnet damit humorvoll Dinge, die sehr unterschiedliche Funktionen haben. Also das ist ein sehr lustiger Ausdruck, kannst du dir auch gerne merken. Du findest den Ausdruck auch in der PDF-Datei. So ist es auch mit dem Konnektor das. Er verbindet ganz viele unterschiedliche Sätze miteinander. Den Konnektor das kann man in sehr vielen Situationen verwenden. Das-Sätze werden wirklich sehr oft benutzt. Sie zeigen, was jemand denkt, sagt, hört, fühlt und verbinden längere Aussagen miteinander. So wie hier. Ivanas Katze weiß genau, dass sie nicht ins Bett darf. Das-Sätze werden oft nach bestimmten Verben benutzt. Zum Beispiel, ich habe hier die wichtigsten davon für dich. Du findest sie natürlich auch in der PDF-Datei, also lade sie dir unbedingt herunter. Sagen, ich sage, was? Ich sage, dass ich müde bin. Oder denken, er denkt, dass die Prüfung schwer ist. Oder glauben, wir glauben, dass du recht hast. Wissen, ich weiß, dass sie krank ist. Meinen, sie meint, dass Deutsch Spaß macht. Hören, ich höre, dass er Deutsch spricht. Sehen, wir sehen, dass der Bus kommt. Hoffen, ich hoffe, dass du Zeit hast. Finden, er findet, dass das Essen lecker ist. Denke unbedingt an das Komma vor dem das mit 2 S, also vor dem Konnektor das. Und natürlich an die Position des Verbs im Nebensatz. Das Verb steht am Ende. Ich habe die Verben in den Nebensätzen für dich immer markiert, damit du siehst, dass das Verb am Ende steht. Die Konnektoren aus dieser Gruppe solltest du am Ende des A2-Kurses sehr gut kennen und im besten Fall auch schon selbst benutzen können. Wenn du dir noch einmal genau anschauen willst, für welche Situationen du welchen Konnektor benutzen kannst und auf welche Position das Verb steht, dann schau dir mal die Infobox unter diesem Video an. Dort findest du den Link zu einer großen PDF-Datei. In dieser Datei habe ich das Wichtigste zu den Konnektoren aus diesem Video für dich zusammengefasst. Unter diesem Link kannst du dich auch für meinen kostenlosen Newsletter eintragen. So bekommst du 2-mal pro Woche wertvolle E-Mails, damit du noch besser Deutsch lernen kannst.
Falls du meinen Newsletter nicht mehr haben möchtest, dann kannst du ihn ganz einfach abbestellen. Kein Problem. Und wenn du auch noch die letzte Gruppe der Konnektoren auf der Mittelstufe lernen willst, dann schreibe mir unbedingt einen Kommentar dazu. Es ist sehr wichtig für mich zu wissen, was meine SchülerInnen brauchen. Also ich lese immer alle Kommentare, ich beantworte sie auch. Das kannst du auch checken. Das war's für heute. Gib mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschüss!